Lass uns ein bisschen quatschen. Wie schön, dass du da bist. Oh. Du schreibst oder du hast bereits, da möchte ich direkt drauf zukommen. Hier ist dein Mikrofon, bitte. Danke, danke. Du hast deine... Schönen guten Abend erstmal. Buonasera. Schön, dass du da bist, Mann. David. Danke, dass ich hier sein darf. Danke dir. Freut mich sehr. Wir haben ja schon erfolgreich geprobt heute Mittag zusammen. Es lief sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Besonders jetzt. Besonders war jetzt. super krass. Grazie. Toller Künstler hier, alles live. Respekt. Ne? Dankeschön. Danke. Grazie. David, du hast deine Autobiografie geschrieben. Ja. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die spielen darin auch eine große Rolle. Ja, Erzähl uns was davon, bitte. Ich habe die Zeit natürlich in der Pandemie, so wie viele Künstler, genutzt, Projekte zu suchen, die mir Spaß machen. Und ich bin jetzt 41 Jahre alt und da kommen schon einige Geschichten zusammen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, eine Autobiografie wäre doch wirklich spannend. Und habe ein Buch geschrieben mit vielen privaten Geschichten, natürlich auch viel Musik drin. Aber was ich besonders spannend für mich finde, ist, dass ich jedes Kapitel mit einem QR-Code versehen habe. Und die ganzen Videos, die wir gerade auch gesehen haben, wo ich so ein kleiner Steppke bin, die habe ich alle von Super 8 und VHS-Kassetten aus meinem Privatarchiv in dieses Buch mit reingetan. Und das ist wirklich eine richtige Reise für mich, emotionale Reise für mich auch gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf und freue mich, dass ich das so gut hinbekommen habe. Es ist echt ein Herzensprojekt. Schön, das freut mich sehr. David, du hast mit 11 Jahren hast du die Schule verlassen, hast einen Privatlehrer bekommen, hast dich dann total auf die Musik und das Instrument konzentriert. Dann mit 20 Jahren ging es nach New York. War das auf dem Konservatorium? Wie kann man sich das vorstellen? Das Ganze hat $25.000 gekostet. Sehr teuer, ja. Wo kam das Geld her? Das ist richtig, was du sagst. Mit 11 Jahren erstmal Privatunterricht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe dann mit 18, 19 Jahren das Gefühl gehabt, ich brauche noch eine musikalische Ausbildung. Und da gibt es eine ganz bedeutende Schule, die heißt Juilliard School. Das ist so die berühmteste Musikakademie weltweit. Und habe mich da, ohne dass meine Eltern es wussten, mich da eingeschrieben. Und habe natürlich nicht den finanziellen Support dann von meinem Papa gehabt. Das hat aber gar nichts gestört, denn ich habe viele schöne Jobs in diesen 4 Jahren außerhalb der Musik. Was hast du da gemacht alles? Ich habe gemodelt, ich habe in der Bücherei gearbeitet, ich habe als Clubpromoter die Nacht zum Tag manchmal auch gemacht. Ein ganz spannender Beruf, aber er hat das Studium finanziert. Und es geht ja wirklich um Mittel zum Zweck im Endeffekt im Leben. Und da war ich mir für gar nichts zu schade, sondern ganz im Gegenteil, die Musik war mein Leben und ich wollte das so gut wie möglich hinkriegen. Und du hast recht, war natürlich eine Riesensumme zu stemmen jedes Jahr ohne Hilfe. Und ich habe das dann irgendwie geschafft. Vielleicht sogar, Gott sei Dank, haben meine Eltern nicht gesagt, wir übernehmen die Kosten. Da war mein Ehrgeiz erst richtig geweckt. David, kann auch mal gut sein. Du hast es dann geschafft, du bist durch die Decke gegangen, gehörst zu den erfolgreichsten Musikern, auf die wir auch hier stolz sein können. Und Dankeschön, Giovanni. Du bist jederzeit hier in meiner Show willkommen. Grazie mille. Giovanni, großer Respekt. Ich finde das ganz großartig, was du machst. Grazie. Wirklich, wirklich eine tolle, tolle Show. Und ich glaube, so ein Kaliber haben wir im deutschen Fernsehen lange vermisst. Machst toll. Danke sehr. 1000 Dank. David Garrett. Manche Sachen muss man einfach kurz im Raum stehen lassen. Danke sehr. Wir feiern jetzt weiter, denn der Schlagertitan feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und wir haben ihn gefunden, den historischen Moment, als es bei ihm losging. Es war der 15. April 1972, pünktlich um 18.45 Uhr. Da war es soweit. Der erste Auftritt von Bernhard Brink bei der Dieter Thomas Heck Show in der Hitparade in ihrem ZDF.